Hallo und herzlich willkommen bei den Matrixern mit Jonathan und Niki. Wir machen heute ein kleines Update zu den Vorkommnissen in den USA und inzwischen auch weltweit, zu den UFO-Drohnen, die jetzt überall gesichtet werden. Welche Arten von Drohnen gibt es? Was steckt dahinter? Sind sie positiv, negativ? Sind sie überhaupt irgendwas oder ist es bloß eine Psy-Op? All diese Fragen werden wir heute beantworten und was es eben Neues in Bezug zu der ganzen Thematik gibt. Ja, lasst euch überraschen und seid gespannt. Ja, auf jeden Fall. Sehr interessantes Thema immer noch und es kursiert durch alle Medien, dass sogar Musk und Trump, Verteidigungsminister und Außenminister und dieser oder jener vom Geheimdienst, Home Security und wie sie alle heißen, sich dazu geäußert haben. Es ist also ein nationales Problem, das immer mehr zu einem internationalen Problem wird. Und selbst die ganzen Medien hängen sich dran. Wie wir ja schon in unserem letzten Video erklärt haben, alle Mainstream-Medien hängen sich an das Thema dran und bauschen die ganze Geschichte auf. Und aus dem Grund ein Update, wie du schon sagst. Und bevor wir anfangen, hören wir uns doch erst einmal an, was Trump dazu zu sagen hat, als er auf einer Pressekonferenz in Mar-a-Lago dazu befragt wurde. The drones that are flying around New Jersey and the ports, and it seems like the American people have a big disconnect. The government knows what is happening. Look, our military knows where they took off from. If it's a garage, they can go right into that garage. They know where it came from and where it went. And for some reason, they don't want to comment. And I think they'd be better off saying what it is. Our military knows and our president knows. And for some reason, they want to keep people in suspense. I can't imagine it's the enemy, because if it was the enemy, they'd blast it out. Even if they were late, they'd blast it. Something strange is going on. For some reason, they don't want to tell the people, and they should, because the people are really, they happen to be over Bedminster. Want to know the truth? They're very close to Bedminster. I think maybe I won't spend the weekend in Bedminster. I've decided to cancel my trip. All right. Ja, wie ihr seht, sehr spannend. Trump weiß also genau, was Sache ist. Er hatte ja auch, wie er gesagt hat, ein geheimes Briefing. Na gut, er hat es nicht gesagt und damit hat er es gesagt. Jedenfalls hat er die Aussage nicht kommentieren wollen, ob es ein geheimes Briefing zu diesem UFO-Drohnen-Thema gibt. Und das bedeutet für mich schon, es ist ein Ja, also gab es eins. Er weiß also, wovon er spricht. Er weiß auch, dass die Regierung weiß, was los ist, das Militär weiß, was los ist. Und alle es einfach verheimlichen wollen aus diversen Gründen, auf die wir später noch eingehen werden. Und ja, sehr interessant. Ja, auf jeden Fall. Also Trump sagte ja auch, an einer Stelle, wie die Drohnen treiben sich alle an meinem Golfplatz herum. Und dann auch noch über Bedminster, wo ich plane, in Kürze hinzufahren. Das sagt ja schon alles. Ja. Woher das kommt mit den Drohnen. Jedenfalls ein Teil davon, von diesen Drohnen. Ja, im letzten Video haben wir mehr so die Sachverhalte dargestellt, wie die Medien und die Regierungsstellen sich dazu geäußert haben. Wir haben euch natürlich zurückgelassen mit vielen offenen Fragen. Und das wollen wir in diesem Video jetzt etwas ändern, indem wir euch eben vorstellen oder darstellen, inwiefern sich zwischenzeitlich einiges getan hat und natürlich auch die Lösungen präsentieren, die aus unserer Sicht am wahrscheinlichsten sind. Ja. Also es gibt 3 Arten von Drohnen, die momentan seit dem 8. November, als das alles angefangen hat, am Himmel zu entdecken sind. Da wären erst einmal die Drohnen, die es hier schon seit Jahrhunderten auf unserer Erde gibt, die positiv gestimmten Alien-Drohnen, die einfach hier sind, ihr eigenes Leben haben, unterirdisch, oberirdisch, egal wo leben, jedenfalls den Planeten beobachten und eigentlich schon immer hier sind.
Wir würden sagen, das sind diese Orbs, die auch überall zu sehen sind und ja, vorrangig nicht die man tatsächlich überwiegend in New Jersey beobachten kann. Also die Orbs, das sind wirklich diese relativ entfernt leuchtenden Punkte. Wir haben ja auch unser vorletztes Video vom 8. November oder 3. November, ich weiß es nicht genau, jedenfalls. Da haben wir auch ein Video über diese Orbs gemacht, über diese positiven Alien-Raumschiffe. Wir gehen jedenfalls davon aus, dass sie positiv sind. Und das ist, würde ich sagen, die erste Art Drohnen, die, wie gesagt, schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden vielleicht sogar hier sind auf der Erde. Ja, die bewegen sich am Himmel, die sind öfter gesichtet worden. Es gibt also zigtausende Sichtungen und Berichte zu diesen, würden schon sagen, außerirdischen Drohnen, die eben vielen als Plasmadrohnen auch erscheinen, als Lichter oder gar nicht so physisch sind, wie wir das vielleicht aus unserer Realität kennen. Die zweite Art der Drohnen, die es gibt, sind natürlich Militärdrohnen. Es sind also mittlerweile viele Militärdrohnen am Himmel unterwegs. Das sind natürlich Drohnen, die den Hobbyanwendern von Drohnen um 20 Jahre voraus sind, könnte man sagen. Die sind dann gleich mal 3 bis 5 Meter im Durchmesser und haben natürlich Fähigkeiten, die wir uns gar nicht so vorstellen können oder die man von handelsüblichen Drohnen her nicht kennt. Die können EMP-Impulse aussenden, die können Radiosignale stören, die können elektrische Felder aufbauen, die machen ihr Licht aus, gehen in den Tarnmodus und sind dann weg. Und das haben die alles drauf. Und viele haben ja berichtet, dass Drohnen auch aus dem Wasser kommen. Und wir können euch dann jetzt mal kurz in einem Videoclip zeigen, wie das funktionieren könnte, wenn das Militär heimlich mal so eben 1000 Drohnen losschickt. Man könnte auch spekulieren, dass diese Technologie des Militärs reversed engineert ist. Kann man schon von ausgehen, weil wenn es positive Aliens seit Jahrhunderten gibt, warum nicht auch die andere Seite? Und mit Sicherheit hat das Militär auch Kontakt mit der einen oder anderen Zivilisation und wieso auch nicht reversed engineerte, denn die Technologie, finde ich, ist schon extrem entwickelt. Die haben Geschwindigkeiten, die würdest du auf der Erde sonst so nicht finden. Und wie gesagt, Technologien, wo du denkst, so, wow. Also vielleicht ist es eine Kombination aus beiden. Ist Spekulation, aber why not? Ja. Und weitere Aussagen zu den Drohnen, die wir so machen können, sind halt, dass es also 3 Arten von Drohnen gibt. Also erstmal die Außerirdischen, die schon seit Ewigkeiten hier rumfliegen. Dann die Militärdrohnen, die aus U-Booten herausgeschickt werden, was dann so wirkt, als kämen sie aus dem Wasser. Und es gibt auch mittlerweile chinesische Drohnen, sogenannte Hybrid-Drohnen, die können auch unter Wasser operieren. Das heißt, die tauchen erstmal unter Wasser so ein paar Kilometer und dann steigen sie auf und fliegen rüber zum Land. Das haben die drauf, das können die. Und das mit einer ziemlich hohen Geschwindigkeit. Die können das schon ein paar 100 Kilometer die Stunde erreichen. Das ist dann für die kein Problem. Ja, und natürlich die Drohnen, wie du schon sagst, reverse engineert. Reverse engineert heißt, dass sie außerirdische Drohnen gefunden oder abgeschossen haben die analysiert und dann eben nachgebaut. Ja. Damit sie natürlich strategische und militärische Vorteile haben gegenüber ihrer sogenannten Feinde. Ja, was sagt die Regierung zu den ganzen Drohnengeschichten? Das Pentagon. Das Pentagon hat erklärt, die Drohnen gehören uns nicht.
Regierungsvertreter in New Jersey haben gerade ein erschreckendes Update zur wachsenden Welle von UAP-Sichtungen veröffentlicht. Obwohl sie über fortschrittliche Flugradar-Kartierungsmöglichkeiten verfügen, melden sie keinerlei Anzeichen von irgendetwas, das einem Flugzeug ähnelt am Himmel. Das ist kein Fehler, das ist etwas anderes. Etwas, das nicht nachvollziehbar und unantastbar ist. Und Senator Chuck Schumer erklärte am 17.12., diese Woche werde ich in den Senat gehen, um die Gesetzesgebung zu legalisieren, den betreffenden Ämtern die Werkzeuge und notwendige Autorität geben, um schneller handeln zu können und das im Einklang mit der Regierung und ihren Agenturen. John Kirby von der Nationalen Sicherheit erklärt, die US-Regierung weiß von den Drohnen und das sind alles legal eingesetzte Drohnen, meistens unbemannt, von Drohnenamateuren und einige andere Dienste. Es gibt täglich zigtausende solcher Drohnen, das ist normal. Es gibt auch keine Drohnen, die irgendwie böse oder gefährlich seien. Es ist alles legal. Die beiden Regierungen hat bereits einige neue Gesetzesvorschläge vorgelegt, um einige der Lücken zu schließen. Andere Demokraten in wichtigen Positionen und die Einfluss haben, wie zum Beispiel der Leiter des Geheimdienstausschusses, erklärt sogar, dass diese Drohnen Teenager gehören, die sie im Walmart gekauft haben. Ja, weiter kann man das Thema ja nicht herunterspielen. Gleichzeitig findet das NYPD, die New Yorker Polizei in Manhattan, eine verlassene Drohne mit einem Durchmesser von ca. 2 Meter. Es wurde zurückverfolgt, wem diese Drohne gehört. Ihr könnt mal raten, wem. BlackRock. Ja, BlackRock, ne? Einige von uns kennen BlackRock, einige vielleicht nicht. BlackRock ist also in Zusammenarbeit mit der Firma Vanguard, ja, so die größte Firma auf der ganzen Welt, der eigentlich so gut wie alle Firmen gehören. Ja, zusammengefasst kann man eigentlich sagen, alle Firmen passen unter den Hut von Vanguard und BlackRock. Also in Wahrheit gibt es, wenn man es so möchte, nur 2 Firmen auf diesem Planeten. Ja, also was die Großfirmen Ja, oder ja. Hightech-Firmen betrifft. Irgendwie gehören die immer zu BlackRock oder Vanguard. Und Vanguard hat so viel Kohle, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die könnten also mal locker die ganzen Schulden der USA bezahlen. Ja. Und dann wäre die USA wirtschaftlich wieder regeneriert, wieder fit. Ne? Und die könnten zum Beispiel auch mit ihrem Geld dafür sorgen, dass die Armut weltweit aufgelöst werden würde. Könnten sie auch. Könnten sie auch. Ja. Aber was macht BlackRock? Sie basteln anscheinend Drohnen, hochgradig technologische Drohnen, mitunter, die bauen noch viel andere Sachen, ne, wo man gar nicht drüber reden braucht oder sollte oder darf. Ne? Die eben, das auch gar nicht sagen, dass sie Drohnen bauen. Aber man konnte zurückverfolgen, ne, die New Yorker Polizei zum Beispiel, dass die Drohne, die da entdeckt wurde, BlackRock gehört. Und wir glauben auch nicht, dass BlackRock nur eine Drohne gebaut hat. Nein, also wenn man das mal zusammenfasst, das Budget, was man da so am Himmel sieht, das müssen Millionen, wenn nicht vielleicht sogar Milliarden sein, was man aktuell am Himmel sieht an Drohnen. Das können einfach nicht irgendwelche Teenager sein, die ihre Drohne aus dem Walmart haben, außer es sind hunderttausende Teenager, die jeder eine Drohne haben und sie nach oben schicken. Und ich glaube auch nicht, dass der Walmart 2 Meter große Drohnen hat. Nee. Ja. Und die ganzen Videos, die mittlerweile von den Drohnen gemacht worden sind, da sieht man schon, die Ähnlichkeit zu militärischen Drohnen ist sehr verblüffend. Ja, das ist immer die Frage. Ne? Man kennt das ja aus James-Bond-Filmen. Ne? Da schaut man sich den Film an und James Bond kämpft gegen die bösen Terroristen. Und ich frage mich immer, warum die Terroristen das ganze Budget her? Ja, ist einfach so. Die können Satelliten anzapfen, die haben die besten Hacker der Welt, die sich da reinhacken. Die haben U-Boote, die haben Düsenjäger, die haben Laserwaffen und was weiß ich nicht alles. Welcher Terrorist hat denn so viel Geld? Bitte. Der Arbeitgeber. Eben, der Arbeitgeber hat nämlich die ganze Kohle.
Und da kann man natürlich immer Rückschlüsse ziehen, wer das da so sein könnte. Ja. Und BlackRock und Deep State, ich denke mal, die sind per Du. Ne? Wenn nicht sogar mit ist Gleichzeichen. Ne, weiß man ja auch nicht so recht. Ne? Und ja, jedenfalls die Entwicklung in der Drohnengeschichte läuft immer weiter darauf hinaus, dass das alles eine sogenannte PSYOP ist. Genau. PSYOP bedeutet eine psychologische Operation, zumeist ausgeführt von irgendwelchen Hightech-Firmen oder von Geheimdienstagenturen, die eben, wie zum Beispiel auch BlackRock, die haben ihr eigenes privates Militär. Hoch ausgebildete Leute. Und die eben aufgrund ihrer ganzen Gelder, die ihnen zur Verfügung stehen, Experimente machen können, Rüstungsmaterial, Waffen herstellen können. Also davon träumt jeder Gamer in einem Spiel. Und immer alles in Zusammenarbeit mit den Three-Letter Agencies, die wahrscheinlich auch BlackRock gehören. Oder zumindest von denen angestellt sind. Ja. Ja. Was passiert, wenn eine Drohne mal abstürzt? Haben wir auch, glaube ich, so 1, 2 Videos oder ein paar Videos schon drüber gesehen. Was passiert da? Ja, sobald eine Drohne abstürzt, wird das Gebiet sofort weitflächig abgeriegelt. Wieso? Tja, wieso? Damit keiner sieht, was das für eine Drohne ist und wem die gehört. Ja. Ne? Ganz klar. Überall Polizei, plötzlich Absperrungen und dann werden alle Trümmer beseitigt, damit niemand die Drohne identifizieren kann. Darum lehnt auch das Weiße Haus beispielsweise den Vorschlag ab, Drohnen dürfen abgeschossen werden. Ja, logisch. Ja, natürlich. Denn wenn du rausgehst und schießt mit deiner Panzerfaust, die du in deiner Schublade hast, da so eine Drohne ab, oder mit deinem Gewehr oder was immer du in deiner Schublade hast, ne? Und die fällt runter und du kannst dann diese Drohne der Öffentlichkeit präsentieren, da wüssten ja alle gleich, was los ist. Ist für mich auch übrigens ein Indiz, dass Trump nicht mit dem Deep State zusammenarbeitet, denn Trump hat die Bevölkerung buchstäblich aufgefordert, wie in unserem letzten Video gezeigt, schießt die Dinger ab. Ja, genau. Trump hat gesagt, schieß doch die Dinger ab. Ja. Ne? Und da gibt's natürlich auch einige witzige Memes dazu, wie Leute mit einer dicken Waffe in der Hand in Amerika sagen, hallo Donald, ich bin gerade unterwegs nach New Jersey. Okay. Ja, ein weiterer sehr wichtiger Fakt ist, dass am 20. Dezember der Authorization Act verlängert werden sollen oder zumindest ausläuft. Und nun ist natürlich geplant, dass der verlängert werden soll. Ja, und verlängert werden kann der nur unter einer Prämisse, Ja. wenn nämlich eine terroristische Bedrohung irgendwie noch vorliegt. Was besagt denn der Authorization Act? Der Authorization Act wurde eben 2018 erstellt und gibt der Waffenindustrie und der Politik, den Regierungen viel, viel mehr Macht und Freiheit, so handeln zu können, wie sie es für richtig halten. Sie nennen es aber Terroristenbekämpfung, oder? Ja, richtig. Okay. Ne? Kennt man ja von 9/11, da war das ja ähnlich. Ja. Nach 9/11 hieß es plötzlich, ja, hier Gesetze zur Terroristenbekämpfung und seitdem wird jeder am Flugplatz gefilzt. Ne? Koffer geöffnet, Handtasche geöffnet, Rucksack geöffnet, reingeguckt, was man so hat und was man so mit sich trägt. Nackig machen. Oder was weiß ich für Geschichten. Das ist schlimm. Ja. Und da sieht man zum Beispiel auch wieder, dass eben wieder ein bisschen mehr Macht an die Regierung gegeben worden ist über die Bürger. Ja. Und daran erkennt man auch die Unternehmungen des Deep States, denn denen geht es immer um Geld, um Macht und Kontrolle. Und natürlich darum, die Freiheiten der Bürger weitgehend einzuschränken. Immer Stück für Stück. Alles fing an mit, man muss sich im Auto anschnallen, ne? Man darf nicht mehr im Stehen pinkeln oder was für Geschichten. Ne? Und so ging das dann immer weiter und weiter, um zu sehen, ob die Menschen da sich groß wehren oder nicht. Ne?
Und jetzt sind wir natürlich mittlerweile auf der Gesetzesebene angekommen, wo es darum geht, eben dem Senat, zum Beispiel in den USA, Gesetzesänderungen vorzulegen, die eben die Verfassung ändern können, die das Gesetzbuch ändern können und somit die Big Tech-Firmen immer mehr Macht bekommen, der Deep State immer mehr Macht bekommt. Und darum, dieser Authorization Act läuft am 20. Dezember aus. Wie ja schon Chuck Schumer dann erklärt hatte, er legt jetzt die ganze Bedrohungsgeschichte der Drohnen dem Senat vor, Ja. damit entsprechende Gesetze verändert werden können. Aber wir haben noch einen anderen Punkt, der hierbei nicht übersehen werden sollte, nämlich, dass einige, die Verbindung zum Militär haben oder zu Politikern in wichtigen Positionen, gesagt haben, sie hätten von ihren Kumpels, die solche Positionen bekleiden, Hinweise bekommen, was das mit den Drohnen soll. Ja, was suchen Sie? Ja, sie suchen nach Gammastrahlung. Gammastrahlung. Und das heißt, die militärischen Drohnen sind also mit einem Art Scanner ausgerüstet, der eben alles irgendwie scannen kann, wie Geranium oder Uran und solche Sachen, was dann irgendwie dann Rückschlüsse hat darauf ziehen lassen, dass vielleicht sogar eine Atombombe verloren gegangen ist. So hat man sich ausgedrückt. Ja, so wurde es formuliert. So nach dem Motto, ja, da war eine Atombombe nach Europa unterwegs oder Material, um eine Atombombe bauen zu können. Ja, und der Waggon ist weg. Ja. Der kam aufgebrochen an. Keiner weiß, wo der Inhalt ist. Und laut Geheimdiensten sei der Inhalt, in die USA geschifft worden sein. Interessant in dem Zusammenhang ist auch, dass die Biden-Administration kürzlich erst $300 Millionen waren es, ich weiß es gerade nicht genau, investiert haben in Antistrahlenmedikamente. Medikamente, die dafür sorgen, dass die Schilddrüse nicht angegriffen wird und keine radioaktive Blutvergiftung, irgendwas in die Richtung jedenfalls, auftreten kann. Die Medikamente selbst halten nur 1,5 Jahre. Wirklich sehr kurzer Zeitraum, finde ich. Ja, ist eine ungewöhnliche Investition. Ja, man kann spekulieren. Ja, ist zumindest ein Hinweis. Ne? Das sieht man ja auch, dass das wieder so ein Realitätsverlauf oder so eine Zeitlinie irgendwie widerspiegelt, in der es durchaus auch sein kann, wir zünden jetzt mal eine Atombombe in New Jersey. Ja, und die Russen sind schuld oder die Aliens halt. Ja, und dann sind entweder die Russen schuld oder die Aliens. Ja, eins von beiden. Das können die sich dann aussuchen. Jedenfalls schon sehr seltsam, dass Biden hier also die Administration von Biden, weil Biden selbst hat ja immer wieder mal bei einer Pressekonferenz, als es darum ging, irgendeinen besonderen Vertrag zu unterschreiben oder so, immer mal wieder gefragt, Leute, was unterschreibe ich denn da überhaupt? Und Kamala Harris dann sagte, unterschreib, Mensch. Also darum heißt es Biden-Administration. Das heißt, Biden ist eigentlich nur eine Marionette, die eben administriert wird. Höchstwahrscheinlich eben von Hightech-Firmen oder so, die eben ihre eigenen Gesetze immer mehr durchboxen wollen. Ja, es gibt ja jetzt auch die App, die Radiation-App für Amerika. Wir haben sie nicht gefunden am Handy, aber wir sind ja auch nicht in Amerika. Dort werden Hotspots angezeigt, in Rot meine ich. Also da, wo keine Radioaktivität ist, ist, glaube ich, schwarz. Alle anderen Bereiche werden rot angezeigt. Gut, ich wüsste nicht, wozu man dann noch die Drohnen bräuchte. Wenn man es auf der App sieht, kommt man ja hinfahren, das entschärfen, wenn da was sein sollte, wie auch immer. Aber jedenfalls ist es ein weiteres Indiz, dass die uns irgendwie in eine bestimmte Richtung drängen wollen. Ob es jetzt Psyop ist oder eine reale Bedrohung, ist auch nur Spekulation. Wir wollen da nichts beschwören. Wahrscheinlich ist da einfach nichts, aber sie wollen darauf hinaus. Also, wer weiß, was sie noch bewerkstelligen können oder wollen. Ja.
Jedenfalls können wir euch sagen, es tut uns sehr leid. Wir haben alle gehofft, die Aliens kommen jetzt und räumen den Deep State von diesem Planeten weg und die kasarische Mafia und so weiter. Es sieht nicht so aus, leider nicht. Wobei auch die Drohnenaktivität mit den positiven Aliens, muss man sagen, die Aktivität ist auch gestiegen. Es gibt da auch deutlich mehr Sichtungen und deutlich mehr Filmmaterial seit dem letzten Monat. Wahrscheinlich überwachen sie nur, dass die ganzen Fake-Drohnen hier nicht allzu viel Unfug machen. Ja, ich denke mal, dadurch, dass jetzt alle durch die New Jersey-Geschichte mit ihren Drohnen so viele Bürger aufgescheucht worden sind, dass die jetzt alle den Himmel filmen von morgens bis abends und dann fallen ihnen natürlich endlich auch mal die Alien-Drohnen auf. Die echten. Die es schon seit Jahrhunderten gibt, die da oben rumschwirren. Ne? So sieht's nämlich aus. Wahrscheinlich. Warum sollten die Aliens gerade jetzt in der Lame Duck Phase, also in der Phase, in der Trump jetzt darauf warten muss, bis er wirklich vereidigt wird zum Präsidenten, so eine Geschichte auftauchen? Ist so. Und die Drohnen fliegen alle bei Trumps Golfplatz rum und an Orten, wo er verkündet hatte, dass er da in Kürze hinfliegen wird. Also ist schon sehr seltsam, sehr verdächtig und sieht mal wieder nach Deep State-Taktik aus. Ja. Ja, apropos Deep State-Taktik, das soll, glaube ich, unser nächster Punkt sein. Wie erkennt man denn Deep State-Taktiken? Ja, Deep State-Taktiken und sogenannte Psyops. Ja, das Offensichtlichste ist ja eigentlich bei Deep State-Taktiken, dass der Mainstream sofort auf den Zug aufspringt, würde ich sagen. Oder also plötzlich findest du ein bestimmtes Thema global bei allen Fernsehsendern, Zeitungen und so weiter. Also ja, wenn der Deep State was durchdrücken möchte, wirst du es auf jeden Fall im Fernsehen sehen. Also seit Jahrzehnten kämpfen die UFO-Gläubigen Genau, und die alternativen Medien. Ja. In den alternativen Medien darum, dass endlich UFOs anerkannt werden, dass es diese Sichtung wirklich gibt und keine Verschwörungstheorie ist, dass die Regierungen anfangen, hier mal eine Enthüllung zu präsentieren, ihre Akten auspacken und dem Volk sagen, hier Leute, UFOs gibt's wirklich. Ja. Wir haben 325.000 Zeugenberichte, 17.000 Alien-Begegnungen, ihr habt alle recht gehabt. Ne? Nein, haben sie nie gemacht. Aber jetzt plötzlich steigen die ganzen Mainstream-Medien in die Geschichte ein. Ja, massiv. Ja, und das jetzt gerade in diesen 10 Wochen, die Trump noch zu warten hat. Das ist interessant. Ja, also das sieht schon sehr stark danach aus, dass da wieder irgendwelche riesigen Firmen dahinter stecken, die Trump nicht so gern mögen. Ja. Wenn ihr euch also nicht sicher seid, ist das jetzt eine Deep State-Taktik oder einfach nicht, dann schaut nach Triggern, emotionale Trigger. Versuchen sie euch Angst zu machen. Wird wieder versucht, Gesetze durchzudrücken. Das sind Hinweise darauf, das ist auf jeden Fall eine Taktik, die nicht gerade von wohlgesonnenen Menschen kommt, sondern dem Deep State. Und das erkennt man natürlich auch daran, dass plötzlich die Mainstream-Medien fast im Einklang darüber berichten. Ja. Fast identische Schlagzeilen, identische Aussagen. Also es gibt ja da so ein cooles Video, wo man irgendwie so 20 Bildschirme gleichzeitig sieht von den verschiedenen Mainstream-Medien, wo sie alle den gleichen Satz sagen. Ja, genau. Ne? Sehr spannend. Ja, also daran erkennt ihr sofort schon, da versucht wieder irgendwer die Menschen irgendwie dahin zu bringen, etwas Bestimmtes zu glauben, durch Wiederholungen, Genau. ständige Wiederholungen. Denn wenn man etwas oft genug wiederholt, glaubt man es vielleicht irgendwann. So sehr. Und das könnt ihr sicherlich auch bestätigen, dass es so ist. Ja. Und das ist also eine bekannte Technik, die verwendet wird. Aber es gibt auch ein paar unbekannte Techniken, wie man eine Psyop schnell erkennen kann. Wie du ja schon sagst, emotionale Trigger. Mhm. Das heißt, in Bezug auf die Drohnengeschichte verhält es sich so, dass jetzt plötzlich Stimmen laut werden. Ja, die Leute in New Jersey fühlen sich bedroht, sie haben Angst, sie kriegen psychische Probleme, wir müssen unbedingt was tun.
sonst drehen die alle durch. Wir müssen Gesetze erlassen. Ja, ne, wir Und die müssen Waffen Gesetze machen, ja. Und Waffen verbieten, denn was passiert, wenn die Leute jetzt auf Drohnen schießen und die Drohnen fallen vom Himmel auf die Häuser und die Menschen sterben? Ja. Also daran erkennt ihr auch, wenn ihr irgendwo auf YouTube oder in den Mainstream-Medien Leute seht, die das füttern, diese Sichtweise, dann sind die engagiert, das zu sagen. Die wurden dahingehend eben finanziell unterstützt. Ja. Das hast du nur nett ausgedrückt. Mhm. Auch wenn es vielleicht jemand ist, der irgendwie auf YouTube 1 Million Abonnenten hat Dann gerade. und so redet, dann könnt ihr euch vorstellen, mit welcher Hilfe er vielleicht diese 1 Million Abonnenten einst bekommen hat. Ja, gerade die großen Influencer in vielen Bereichen und vielen Themen, aber im Speziellen jetzt auch auf dem Themenbereich, Influencer mit mehreren Millionen Abonnenten. Nicht alle, sagen wir nicht. Wir haben auch schon authentische, echte und gute gesehen. Aber oft werden die halt genutzt, um die Massen weiter zu manipulieren. Mhm. Und wenn ihr euch fragt, ja, was sind denn dann die echten News? Auf welche Neuigkeiten, Nachrichten kann ich mich denn verlassen? Schaut immer nach, ob die Leute Updates liefern. Abonniert unseren Kanal. Ja, wir werden in keiner Weise bezahlt, weil sich auch niemand für uns interessiert mit unseren, keine Ahnung, 12.000 Abonnenten oder so. Das lohnt sich bei uns noch nicht, Angebote zu machen. Aber wenn ihr uns Angebote... Nein, Scherz. Okay. Das heißt also, wenn wir vielleicht so 500.000 oder 1 Million Abonnenten haben, dann werden wir bestimmt die ersten E-Mails bekommen, die sagen, möchtet ihr nicht vielleicht 10 Millionen Abonnenten haben oder möchtet ihr vielleicht eine Aufbesserung eures Kontos, eures Budgets, ne? Wenn ihr eine Kleinigkeit für uns tut, so läuft's halt. Ne? Danke, ja. Nein, danke. Ja, also daran könnt ihr das dann erkennen, dass die echten News bringen mal Updates und versuchen nicht irgendwie die ganze Geschichte zu triggern und zu verstärken und zu verschlimmern oder so, sondern sie schildern euch alles, wie es ist, zeigen euch, was eben Zeugen gesagt haben, ihre Aussagen, versuchen auch zu unterscheiden zwischen Fake-Videos und authentischen Videos und so weiter. Daran erkennt ihr schon eher authentische News. Also konstruktiv dargestellte Videos, nicht emotional und die ganze Welt ist jetzt in Panik und ich bin's auch und ihr solltet das auch sein. Da haben wir auch schon so einige davon gesehen. Also wirklich Videos schauen, die wirklich gut aufbereitet sind, die kritisch hinterfragen, die sie alle Punkte beleuchten von allen Seiten und nicht nur wiederholen, was der Mainstream sagt und vielleicht das eine oder das andere noch dazu, damit es nicht auffällt. Also wirklich die kritischen anschauen. Ja, das ist immer sehr wichtig, dass man das zu unterscheiden lernt. Ne? Sonst fallt ihr dann auf die Geschichten der bezahlten Newsverkünder nämlich dann schnell rein. Es gibt also 3 Fragen, die ihr euch stellen müsst, wenn ihr unsicher seid. Erstens, wer profitiert von der Nachricht, die ihr da jetzt gerade seht? Die zweite Frage, warum taucht diese Nachricht gerade jetzt auf? Ja, auch wichtig. Auch eine sehr wichtige Frage, die man sich immer stellen sollte, wenn man irgendwie noch nicht so recht weiß, womit man es da zu tun hat. Und die dritte Frage ist, wie sieht der Beweis aus? Also immer den Beweis, der vorgelegt wird, überprüfen und schauen, was ist interpretiert und was nicht und wo werden hier Trigger gesetzt aufgrund des Beweises, der eben vorliegt. Also diese 3 Fragen sollte man sich immer stellen, wenn man sich noch nicht sicher ist, ja, womit man es zu tun hat. Ne? Was das soll, ja. Wie mit der Drohnengeschichte. Ne? Wer hat da was von? Sieht man ja, die gegenwärtige Biden-Administration hätte einige Vorteile dadurch. Ne? Und wenn dann zufällig mal eine Drohne, eine Alien-Drohne, radioaktives Material wahrscheinlich an Bord, auf Trumps Haus fällt, weil da so viele an seinem Golfplatz rumschwirren, kann ja passieren. Kann ja passieren. Ja. Und verfolgt immer die Quellen zurück. Letztens
gingen die Videos viral, dass Menschen auf die Drohnen geschossen hätten. Wenn man die Quellen dieser Videos zurückverfolgt, sieht man, dass es in Wahrheit einfach nur eine UFO-Drohne war, wahrscheinlich eine Militärdrohne trotzdem. Jedenfalls hat man sie gesehen, aber da hat keiner auf das UFO geschossen oder auf die Drohne, wie gesagt. Das wurde im Nachhinein eingefügt. Klar wurde das aufgebauscht, überall. Aber es gab auch Leute, die das nachverfolgt haben, den Ursprung, die Quelle dieses Videos. Und im Originalvideo gab es eben keine Schießerei auf diese Drohnen. Und ja, in dem Fall ist es eben auch, in dem Zusammenhang ist es wichtig, dass ihr schaut, ja, die ursprüngliche Quelle des Videos. Ja. What if that's just a pilot in a Cessna? Das ist natürlich wichtig. Glaubt nicht immer alles, was ihr gleich seht. Ne? Wichtig ist es dabei, wenn ihr ein Video seht, bei dem ihr nicht so recht sicher seid, was ihr davon halten sollt, überprüft euch selbst, ob irgendetwas in euch sich wundert. Oder emotional reagiert, genau. Ja. Wunderst du dich, dass du zum Beispiel sagst, warum machen die das denn jetzt so und nicht so und so? So wäre es doch viel logischer und einfacher. Das wäre schon ein Moment des Wunderns. Und das Wundern ist eine Fähigkeit, die dem Menschen mitgegeben worden ist, was nämlich die Botschaft beinhaltet, da stimmt was nicht. Darum wunderst du dich. Dir fehlt eine bestimmte Information. Und wenn dir eine Information fehlt, dann wundert man sich. Und das kann man eben auf alles projizieren, auf jede Situation, die euch im Leben begegnet oder eben im Internet begegnet, in Form von Mainstream-Neuigkeiten oder sonstige Sachen. Ja. Ja. Die Deep State-Taktik ist also erst einmal Angst erzeugen. Und Verwirrung. Und Verwirrung. Dann kommt die zweite Phase, in der eben was ganz Großes passiert. Und dann kommt die dritte Phase, dass der Deep State das Problem, das es sogar absichtlich kreiert hat, dann die Lösung dafür bietet. So wie mit der Pharma, ne? Ja, genau. Ne? So wie mit Corinna. Oder mit, ja. Ne? Und Entschlumpfungen, 9/11, alles Psyops gewesen, um eben bestimmte Gesetze durchzubringen und natürlich, um die Menschen zu irgendwas zu überreden, was sie im Standardfall sicherlich abgelehnt hätten. Ja. Ja, ihr Lieben, das war unser relativ kurzes Update. Na, wahrscheinlich so lang wie das erste Video. Anyway, das war unser Update zu der ganzen UAP UFO-Drohnengeschichte. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten spannenden Thema. Ja, und wir haben ein ganz spannendes Thema parat. Scheiße, ja, oh mein Gott, das ist so gut. Das ist so spannend. Das ist so spannend. Ja, wir werden euch einen Beweis liefern, wo euch die Ohren schlackern. Naja, jedenfalls, ja. Das so als ganz kleiner Teaser am Rande. Ja. Danken wir euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.